Danke, Gary. Wir gehen Dave Hunts Buch Occult Invasion, The Subtle Seduction of the World and the Church durch. Und diese Woche sprechen wir über ganzheitliche Medizin. Das ist einer der Namen, die für alternative Medizin verwendet werden. Nun, Dave, wir sind keine Ärzte. Wir sind keine Ernährungsberater. Und abgesehen davon, dass du auf Knoblauch stehst und ich eine Vorliebe für Obst und Gemüse habe, sind wir nicht das, was irgendjemand in diesem Bereich Experten nennen würde. Und außerdem, dieses Programm, also der Zweck dieses Programms, wie du weißt, ist es, biblische Unterscheidungsfähigkeit unter Christen zu fördern. Also fragen die Leute, was macht ihr denn da? Und redet über Kräuter und exotische Lösungen für das, was uns fehlt. Nun, wir versuchen nicht wirklich, Ratschläge zu geben, welche Art von Ernährung jemand annehmen sollte. Darum geht es nicht. Wir sprechen über ein Eindringen aus diesem Bereich in den geistlichen Bereich. Richtig. Mit anderen Worten, wie wir, glaube ich, schon erwähnt haben, würdest du als Zeichen für ganzheitliche Medizin ein Dreieck sehen. Geist, Körper, Seele. Ganzheitlich. HOL könnte man auf WH schreiben. Und manchmal wird es so geschrieben. Whole. Es bedeutet der ganze Mensch. Also statt dass der Arzt oder Ernährungsberater oder wer auch immer sich nur mit dem Körper befasst, wollen sie jetzt den ganzen Menschen einbeziehen. Und dazu gehören die Seele und der Geist. Nun, welche Qualifikationen haben Sie, um sich damit zu befassen? Und was ist Ihre Grundlage der Wahrheit? Die Bibel befasst sich mit der Seele und dem Geist des Menschen. Sie befasst sich mit seiner geistlichen Beziehung zu Gott. Und die Beziehung zu Gott ist das, was an Spiritualität wichtig ist. Wiederum, unsere Sorge hier gilt der geistlichen Unterscheidungsfähigkeit. Nehmen wir an, ein Evangelikaler hat ein bestimmtes körperliches Problem. Er geht zu seinem Arzt und der Arzt empfiehlt irgendeine Form alternativer Medizin. Nun könnten Christen sagen, Moment mal, ich gehe zu einem Arzt. Er versucht mein Problem zu lösen. Was ist daran das Problem? Nun, wir müssen alternative Medizin definieren. Und sie definieren sie nicht wirklich. Mit anderen Worten, es ist einfach eine Alternative. Was es ist eine Alternative zu physiologisch, wissenschaftlich, medizinisch basierter Analyse, Diagnose und Behandlung. Nicht, dass das immer das Problem lösen wird, aber zumindest ist es etwas Objektiveres als die sehr subjektiven geistlichen Konzepte, die man da bekommen wird. Richtig? Du kannst auch mit einem Arzt in echte Schwierigkeiten geraten, weil es Ärzte gibt, die Quacksalber sind. Oder es gibt welche, die aufrichtig sind und vielleicht verstehen sie es, aber sie machen Fehler. Aber zumindest bist du nicht im Bereich des Geistes. Aber wenn du in die sogenannte alternative Medizin gehst, ganzheitliche Medizin, dann hast du es mit irgendeiner Art von Kraft zu tun, die nicht definierbar ist. Sie ist nicht wissenschaftlich analysierbar, wenn das ein Wort ist. Du kannst sie nicht wissenschaftlich analysieren. Du kannst sie nicht wissenschaftlich erklären. Aber sie funktioniert. Und da ist irgendeine Macht dahinter. Nun, lass uns kurz über Kräuter sprechen. Viele der Kräuter werden besungen. Über sie wird gebetet. Sie sind Teil der Welt des Okkulten. Das heißt nicht, dass ein Kraut nicht gut sein könnte. Aber eines der Probleme mit Kräutern ist, die FDA hat bei allem Guten, das sie tun mögen, keine Zuständigkeit. Es gibt keine Analyse. Es hat keine Experimente gegeben. Es sind Erfahrungsberichte. Und es könnte hilfreich sein, es könnte auch nicht. Also allein von diesem Standpunkt aus, wenn man jede geistliche Seite dabei einmal vergisst, würde ich zu etwas Vorsicht raten. Aber wenn man in Dinge wie Akupunktur oder Biofeedback hineingeht, Biofeedback ist als das Yoga des Westens bezeichnet worden. Und es ist im Grunde dasselbe wie Yoga. Und was du lernst, ist, wie du irgendwie die autonomen Funktionen des Körpers kontrollierst. Mit anderen Worten, dein Körper kontrolliert angeblich die Herzfrequenz, den Blutdruck und du könntest Das Atmen. richtig. Und du könntest das durch Ernährung,
eine richtige Diät beeinflussen. Eine falsche Ernährung könnte deinen Blutdruck erhöhen, eine richtige Ernährung könnte ihn senken und so weiter, innerhalb gewisser Grenzen. Aber es gibt bestimmte physiologische Faktoren, die in deinen Genen und so weiter liegen. Wenn wir anfangen, das mental zu kontrollieren und wir lernen, wie man das macht, zum Beispiel die Yogis. Manche Yogis können in fast einen Zustand des Scheintods gehen. Sie können in einem sehr kleinen Bereich ohne Sauerstoff eingeschlossen werden und eine ganze Weile durchhalten. Ihren Herzschlag ganz stoppen oder auf ein sehr niedriges Niveau. Das geschieht durch Selbstverwirklichung. Und die Leute kennen diesen Begriff sicher. Richtig. Und wenn nun, und das ist definitiv geistlich, die Bücher über Yoga von den großen Yogis dir sagen würden, dass du Geistwesen kontaktierst, wenn du ein Mantra chantest. Das Mantra ist der Name einer hinduistischen Richtig, du siehst. Wiederum ein Evangelikaler, jemand, der an die Bibel glaubt, geht zu einem Arzt. Er bekommt irgendeinen alternativen Ansatz, um mit seinen Symptomen oder seinen Problemen umzugehen. Und unsere Sorge hier ist, dass selbst wenn das bis zu einem gewissen Grad funktioniert, sie, sobald sie anfangen, sich damit zu beschäftigen oder es ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht nicht erkennen, dass sie von biblischer Wahrheit weggeführt werden. Zunächst einmal ein ganzes Wirklichkeitsverständnis. Nun, fast alle alternativen Methoden, alternative Medizin, Ansätze und Techniken haben ein Wirklichkeitsverständnis, das der Bibel widerspricht. Sie sprechen nicht von einem transzendenten Gott, der Schöpfer des Universums ist. Sie sprechen von einem Geist, einer Macht, einer Kraft da draußen. Sie sprechen von geistlicher Energie, die durch ihren Körper fließt und die man entweder durch Akupunktur oder Akupressur und so weiter kontrollieren kann. Also, Dave, mein Punkt ist, sie nehmen da Gepäck auf, das der Wahrheit, der Wirklichkeit widerspricht. Und das ist unsere Sorge, dass sie von biblischer Wahrheit weggezogen werden, weil sie ein Problem haben, das sie gelöst bekommen wollen, ob medizinisch oder mental oder was auch immer es sein mag. Nun, lass mich jemanden zitieren, den wir, denke ich, wahrscheinlich schon einmal zitiert haben. Aber ich glaube nicht, dass wir dieses Zitat gebracht haben. Michael Harner. Er ist einer der führenden Anthropologen der Welt. Und er ist zufällig ein praktizierender Schamane. Schamane ist übrigens das neue Wort für Hexendoktor oder Medizinmann. Es ist international von Anthropologen übernommen worden. Und er ist ein praktizierender Schamane. Und hör dir an, was er sagt. Er sagt, das Wort holistisch ist ein Euphemismus für Hexerei. Er sagt, das aufblühende Feld also das sind nicht du und ich als Kritiker, das ist jetzt ein Anhänger davon. Das aufblühende Feld der ganzheitlichen Medizin zeigt ein enormes Maß an Experimentieren mit Techniken, die lange im Schamanismus praktiziert wurden. Wie Visualisierung, veränderte Bewusstseinszustände, Aspekte der Psychoanalyse, Hypnotherapie, Meditation, positive Einstellung, Stressreduktion und mentaler und emotionaler Ausdruck des persönlichen Willens für Gesundheit und Heilung. In gewissem Sinne wird der Schamanismus im Westen neu erfunden, gerade weil er gebraucht wird. Nun, wenn der Mann dir sagt, dass das Feld der ganzheitlichen Medizin ein Wiedererwachen des Schamanismus in der westlichen Welt ist, der Hexe sei, Dinge, die Hexendoktoren seit Jahrhunderten praktiziert haben, und sie schreiben das Geistern zu, die sie kontaktieren, dann denke ich, dass unsere Sorge gut begründet ist. Du erwähnst im Buch, du gehst auf einen Mann namens Deepak Chopra ein. Lass mich ein paar Zitate dazu geben, wie er weltweit gesehen wird. Das Time Magazine nennt ihn bewundernd den Kaiser der Seele. Der London Daily Telegraph nennt seinen New York Times Bestseller Ageless Body, Timeless Mind brillant und berauschend. Die Washington Post nennt ihn blendend und die San Francisco Chronicle erleuchtend. Nun, er ist einer der neuesten ganzheitlichen Gurus. Er hat einen medizinischen Hintergrund. Er erhielt seine medizinische Ausbildung in Indien. Er machte ein Praktikum und eine Facharztausbildung in den USA. Und er wurde Anfang der 80er Jahre Chief of Staff am New England Memorial Hospital. Also Dave, er hat wissenschaftliche Referenzen.
Das macht ihn glaubwürdiger. Dann geht er zu Maharishi Mahesh Yogi und TM. Und er beginnt, ayurvedische Medizin zu verkaufen, die alte Heilmethode Indiens und des Hinduismus. Und dann schreibt er ein Buch darüber, wie man das Altern verhindern kann, was, du weißt schon, ein heißes Thema in diesem Land ist, das für immer jung Amerika, was für Amerikaner wirklich eine große Karotte am Ende des Stocks ist. Das war sehr attraktiv. Er tritt bei Oprah auf und wird ein bekannter Name und Multimillionär. Aber Dave, was verkauft er wirklich? Nun, er verkauft im Grunde Hinduismus. Er ist ein Hindu, er glaubt, dass das individuelle Selbst, das ist Atman, identisch ist mit dem universellen Selbst, Brahman, und dass wir wirklich Gott sind, dass wir wirklich ewige Wesen sind und dass wir irgendwie in dieser Täuschung gefangen wurden. Maya heißt das im Hinduismus. Und wir sind dazu verleitet worden, uns einzubilden, dass die Dinge nicht so sind, wie sie wirklich sind. Und wenn wir nur diesen Bewusstseinszustand erreichen können, müssen wir nicht sterben. Wir würden nie krank werden, wir würden nie altern. Das ist vielleicht etwas, woran Menschen sich als Hoffnung klammern würden. Aber der gesunde Menschenverstand würde dir sagen, dass es einfach nicht wahr ist. Deepak Chopra altert. Er wird nicht ewig leben. Er wird wahrscheinlich nicht länger leben als irgendjemand sonst. Er war, wie du gesagt hast, sehr stark mit Maharishi Mahesh Yogi in der transzendentalen Meditation verbunden. Transzendentale Meditation ist wiederum Hinduismus. Es ist im Grunde Yoga. Es ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Und Yoga gibt sich in der westlichen Welt als gesundheitsfördernd aus. Tatsächlich ist es im Osten eine Technik zum Sterben, um dieser Welt zu entkommen. Er präsentiert im Grunde Hinduismus. Richtig. Also aber interessant ist, er hat einen MD. Ich meine, er ist ein qualifizierter Arzt, aber er ist nicht mehr im medizinischen Bereich. Richtig? Er ist im geistlichen Bereich. Nun, zumindest vermischt er beides und er kann seine... Ja, aber Dave, schließt nicht das eine das andere aus? Ich meine, ist das nicht Maya? Ist das nicht diese Illusion, von der er sagt, dass all unsere Probleme dadurch erzeugt werden? Du weißt schon, es ist Illusion, negatives Denken, all diese Dinge. Nun, das Journal of the American Medical Association war mit einigen seiner Dinge nicht sehr glücklich. Und er hat zum Beispiel ayurvedische unverständlich als etwas anderes ausgegeben und versucht, Leute da hineinzuziehen. Was es ist Geist über Materie, okay? Wirklich. Was ich bin, ist das, was ich denke. Nun, dafür gibt es, das haben wir schon besprochen, bis zu einem gewissen Punkt eine Grundlage. Erinnerst du dich? Salomo sagte, ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl wie eine Arznei. Wenn du also eine fröhliche Veranlagung hast, wird dein Verdauungssystem wahrscheinlich besser funktionieren. Und wenn du optimistisch bist, du weißt schon, zwei Menschen mit gleicher Fähigkeit auf dem Tennisplatz. Wahrscheinlich wird die Person, die überzeugt ist, dass sie gewinnen wird, die Person schlagen, die da draußen steht und in ihrem Kopf schon besiegt ist und denkt, sie wird verlieren. Also hat das eine gewisse Berechtigung. Aber es wird dich nicht ewig leben lassen. Es wird dich nicht von Krebs heilen. Oder von einem gebrochenen Arm. Genau. Aber diese Leute in der ganzheitlichen Medizin denken, dass wir uns durch unseren Geist vollständig verwandeln können, dass da irgendeine Kraft in uns ist. Und wenn wir lernen, uns darauf einzustimmen und sie zu manipulieren, das ist das universelle Bewusstsein, würden manche es nennen. Das ist das Tao von Yin und Yang oder was auch immer. Es kommt unter verschiedenen Begriffen, aber es ist etwas, das sich wissenschaftlich nicht definieren lässt. Dave, lass mich dazwischen gehen. Eine der, denke ich, am meisten falsch zitierten Bibelstellen ist von Salomo. Du hast Salomo vorhin erwähnt. Du weißt schon, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Nun, das sagt die Schrift doch nicht, oder? Nein, das tut sie nicht. Die Situation dort ist, Salomo warnt seinen Sohn. Er sagt, wenn du mit einem Herrscher zu Tisch gehst, du wirst eines Tages König sein und du kommst in die Welt der Politik.
Und dieser rivalisierende König, oder wer auch immer er ist, du weißt schon, er klopft dir vielleicht auf die Schulter und tut so, als wäre er dein Freund, aber in Wirklichkeit so, wie er denkt. Wie er, nicht wie ein Mensch. Es ist keine allgemeine Aussage. Richtig. Wie er in seinem Herzen denkt, so ist er wirklich. Nicht, was er sagt, sondern was er denkt. Das sagt dir also nicht, dass du dich durch deine Gedanken zu allem machen kannst, was du sein willst. Es sagt einfach, dass das, was ein Mensch wirklich ist, das ist, was er heimlich in seinem Sinn, in seinem Herzen denkt. Nicht unbedingt das, was er dir sagt. Und tatsächlich sagt Salomo: Wenn du ein Mensch bist, der dem Appetit ergeben ist, und du setzt dich mit ihm an dieses Festmahl, dann setzt dir ein Messer an die Kehle. Salomo sagt, geh da einfach nicht mit und lass dich nicht durch die Worte eines Menschen täuschen. Du solltest wissen, was wirklich in seinem Herzen ist. Nun, traurigerweise haben Christen, viele von ihnen christliche Psychologen, diesen Vers genommen und verdrehen ihn. Und sie, wie du sagst, zitieren ihn als: Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Als ob du ändern könntest, was du wirklich bist. Wenn du positive Gedanken denkst, wenn du Gesundheit denkst und so weiter, kannst du dich zu allem machen, was du sein willst. Tatsächlich sagt Robert Schuller, dass du genau das kannst, dass wir die Macht haben, jede Welt zu erschaffen, die wir wollen. Norman Vincent Peale, der sein Mentor war, sagte dasselbe. The Power of Positive Thinking. Die ganze Idee dieses Buches, das wahrscheinlich in 40 Sprachen ein Bestseller war, die ganze Idee war, dass du deine ganze Welt durch deine Gedanken verändern kannst. Diese Idee dringt dann in die Welt der Medizin ein. Dann wird sie mit Glauben verwechselt. Norman Vincent Peale sagte, positives Denken ist ein anderes Wort für Glauben. Und jetzt sagen sie, nun, es ist egal, welchen Glauben du hast, das heißt, welche Religion oder welchem Gott du vertraust. Hauptsache, du glaubst. So ist nun das Christentum nicht mehr die Wahrheit, Jesus ist nicht mehr die Wahrheit und es spielt eigentlich keine Rolle. Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Bibel, ist nicht der eine wahre Gott, wie er sagt, sondern wir haben Gott, und das heißt alle Götter, in ein Placebo verwandelt. Es spielt nicht wirklich eine Rolle, an welchen Gott du glaubst, solange du es glaubst. Also ist es jetzt nicht Gott, der es tut. Es ist nicht gemäß Gottes Willen. Es ist nicht gemäß seinem Wort. Es ist nicht gemäß den Regeln, die er für uns festlegt. Sondern es ist einfach irgendeine Kraft in uns, die durch Glauben aktiviert wird. Glauben an irgendetwas. Glaub einfach, dass du von diesem oder jenem geheilt wirst. Und es wird funktionieren. Wegen der Macht des Geistes über die Materie. Nun, das ist eine Täuschung. Das ist Hexerei. Es ist sehr anziehend, aber es ist nicht wahr. Und das Schlimmste daran ist, Tom, es führt uns weg vom wahren Gott und vom Evangelium Jesu Christi. Es gibt den Menschen eine falsche Hoffnung. Und ich will sie nicht entmutigen. Ich will nicht beschuldigt werden, den Leuten zu sagen, nun, denkt nicht positiv, seid einfach entmutigt und negativ und so weiter. Nein, das sagen wir nicht. Wir wollen realistisch sein. Aber um realistisch zu sein, muss ich zu Gottes Wort gehen. Und es gibt so etwas, wie sich Gottes Willen zu unterwerfen. Es mag nicht Gottes Wille sein, mich zu heilen. Oder es mag nicht Gottes Zeit sein. Oder das mag nicht sein Weg sein. Und wenn ich zu Gott bete, muss ich lernen zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Warum würde ich das sagen? Weil ich glaube, dass Gott klüger ist als ich. Und ich glaube, dass er mich wirklich liebt. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann kann ich sagen wie Hiob, wenn er mich auch tötet, will ich ihm doch vertrauen. Wenn ich also dieses Vertrauen in Gott nicht habe, dann werde ich mich an alles klammern, was irgendjemand da draußen hinwirft, das die Hoffnung gibt, mich selbst zu heilen, mein Leben zu kontrollieren. Und das wird mich wegführen von Gott und von seinem Wort. Dave, für Menschen, die, und wir alle leiden unter physiologischen Problemen und Problemen, die geistlich sind und Problemen von, vielleicht habe ich falsches Denken über manche Dinge und ich habe mich in Knechtschaft gebracht, weil ich eine Lüge geglaubt habe.
Aber wenn Menschen zu einem Arzt, einem Ernährungsberater, einem Chiropraktiker, was auch immer gehen, sollten sie nicht grundlegende Fragen darüber stellen, was der Arzt verschreibt? Unsere Sorge ist, dass sie ein falsches Weltbild bekommen, ein völlig falsches Bild vom Gott der Schöpfung. Du weißt schon, die Lüge der Schlange. In 1. Mose 3 hat sie einige Ideen verbreitet, die falsch waren, und Adam und Eva, du weißt schon, sie sind darauf eingegangen. Aber ist das nicht unsere Sorge hier, dass Menschen unterscheidungsfähig sind, dass sie umsichtig sind in dem, was sie tun? Ja, Probleme, man will Probleme gelöst bekommen, aber es muss auf der Grundlage der Wahrheit sein, auf der Grundlage dessen, was der Gott der Schöpfung uns in seinem Wort dargelegt hat. Nun, wenn es keine physiologische, medizinische, wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, wie dieses Ding funktionieren soll, dann solltest du misstrauisch sein. Aber unsere Sorge, Tom, gilt dem ewigen Schicksal von Seelen. Und ganzheitliche Medizin behauptet, sich mit der geistlichen Seite des Menschen zu befassen. Und das führt falsche Konzepte ein, die uns vom Evangelium Jesu Christi abwenden. Und darum geht es uns. Wir sollen ernstlich für den Glauben kämpfen. Den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Und darum geht es uns in diesem Programm. Wir wollen, dass die Leute uns überprüfen, die Schriften täglich erforschen, um zu sehen, ob das, was wir sagen, wahr ist.